Geheimnisvolles Dorf. Mizuho. Na, wer bist du? Sheena, what is the meaning of this? How could you bring outsiders into the village? Sorry, ich war gerade irritiert, was das draußen ist, aber ich lebe auf dem Dorf. Das ist wieder Schützenumzug. Ich hoffe, ihr hört das nicht. I am prepared to accept my punishment. Inform the vice chief. I've brought the travelers from Silverant. From Silverant? You are from the dying world of Silverant? Well, except for me. I see. Sheena, come with me. Aber China, wird doch jetzt nichts passieren, oder? Das fände ich nicht gut. The rest of you, wait in front of the chief's house. Oh, he's awake. Where am I? You're our prisoner, and don't try anything funny. I like to think that I'm smart enough not to start trouble when I don't understand the situation. Hallo, aber auch. Wie kann sie nur Außenseiter nach Mizuho bringen? China bringt das Dorf immer in Gefahr. Aber ihr wisst bestimmt, dass ihr zu niemandem über dieses Dorf sprechen dürft. Wenn du meinst. Was haben wir denn? Die Feldarbeit ist Teil unserer Ausbildung. Das Bestellen des Bodens mit der Hacke braucht viel Kraft und Energie. Wenn man alles als Ausbildung ansieht, kann auch alles zur Ausbildung werden. Naja, wir in Mizuho machen die Dinge gerne komplizierter, als sie eigentlich sind. Na, wenn du sagst. Wie geht es Ihnen, Madame? Der Auserwählte ist im wahren Leben noch viel interessanter, als ich gehört habe. Dankeschön. Ich habe Jisu ein Opfer dargebracht. Kennst du Jisu? Nein. Was ist Jisu? Mizuho bewahrt seine alten Traditionen sehr sorgfältig. Ist ja nichts Schlechtes. Hier ist nichts, nein. Kann ich hier rein? Hallo? Hallo, meine Schönheit. Das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht. Bitte? Nein, als nächstes musst du sagen, ist schon gut, ist schon gut. Okay. Hihi, mein Sohn hilft mir. Er hat nur einen Fehler, er ist ein bisschen zu sorglos. Hält er jetzt den Kopf gleich rein, oder was? Rate mal, was ich mache. Ich helfe Mami, ich helfe Mami. Ich kann das schon ganz allein, ist das nicht klasse? Wunderschön. Hier muss doch sicher irgendwo ein Superkoch sein. Ein geheimer Koch. So, hallo. Hallo, du bist einfach bezaubert. Das Wetter ist heute so schön. Oh, ich fühle mich gekränkt. Es ist eigentlich ein ganz normales Dorf. Das hast du nicht erwartet, oder? Du bist enttäuscht, wie ich sehe. Nicht deswegen. Du solltest den Gerüchten keinen Glauben schenken. Hallo, du bist einfach bezaubernd. Zelos, du kennst auch keinen... du bist echt schmerzfrei, ja? Aha, Auserwählter... Was? Igaguri-Stil findet selbst die Liebe im Verborgenen statt. Was? Wie alt ist sie? 8? Was? Ich glaube, ich eigne mich nicht zum Bürger von Mizuho. Was? In meiner ganzen Zeit als Geheimagent... Was? Habe ich dieses Kind in eurer Gruppe noch nie altern sehen? Wahrscheinlich ist auch das eine Auswirkung der Experimente. Ihr wusstet, dass an Presea Experimente durchgeführt wurden? Selbst wir wussten das bis vor kurzem nicht. Mizuho ist echt der Hammer. Hihi, unterschätzt uns nicht. Aber was meinst du damit, sie ist nicht gealtert? Wie ist das möglich? Ich habe mich als Kind verkleidet, aber ich bin tatsächlich viel älter. Ah. Guck mal, wer da ist. Der hier sieht aus wie Tiki. Er ist ja so süß. Was ist... Wie kommt die auf so einen Namen? Wollt ihr auf Reitturnieren? Was haben wir denn da? Wir könnten noch ein paar Orangengele mitnehmen. Da wir ja eh von,
komm. Da wir ja eh von Zellos Liebschaften gut eingedeckt werden und auch gut bezahlt werden. Zellos lässt sich gut bezahlen. Passt. Na, Katzen! Selbst hier sind diese verkackten Katzen. Nein, lass mich. Geh weg. Geh weg und komm nie wieder. Seit kurzem sickern Informationen aus Mizuho nach draußen. Es fing anscheinend an, als China begann, das Forschungsinstitut für Elementarkräfte in Meltoke zu besuchen. Vielleicht ist China wirklich die Krux dieses Dorfes. Boah, ihr seid asozial. China versucht nur zu helfen. Achso, das ist die? The Vice Chief is ready to see you. Okay, ich wollte aber noch gucken. Naja. Travelers from Silverant, you may enter. Thank you. Our leader, Chief Igaguri, is ill. I, the Vice Chief Taiga, shall speak on his behalf. Because Sheena failed to kill you, we, the people of Mizuho, now face persecution from the Tetheala royal family and the Church of Martel. Is that true? Yes, at least from what I've heard. Now I have a question. Was war... Wer hat gerade gesprochen? Da war ein Fragezeichen. Es war nicht Tiger. Es klang wie Kratos, aber es kann nicht Kratos gewesen sein. People of Silverant, what do you plan to do in Tetheala, the land of your enemies? Was heißt denn Enemies? I've been thinking about that for a long time. Someone asked me why I came all the way to Tetheala, what it is that I want to do. I want a world where everyone can have a normal life. I'm tired of people having to become sacrifices. I'm tired of discrimination. I'm tired of people becoming victims. I'm tired of it all. You are an idealist. The worlds of Tetheala and Silverant flourish only by victimizing the other. So long as that structure remains the same, anything you say is mere sophistry. Then we need to change that structure. This world was made by that Yggdrasil guy, right? If a human or elf built this, then we should be able to change it as well. You speak like the hero, Mythos. He was a sublime idealist. He ended the ancient war by insisting there was a way for the two warring countries to coexist in peace. Ach was. Are you saying you can become the next Mythos? I'm not Mythos. I want to save the two worlds my way with the help of my friends. I see. In other words, you aren't worried about following past methods. Well then, we shall search for a new path as well. Vice Chief, do you mean... Yes, we will use our information network to aid you. In return, when the path of prosperity for both worlds has been found, we wish to move our people to Silverant. But I don't have any right to decide something like that. All we need is for you to aid us in our move. Is everyone okay with us joining forces with the people of Mizuho? If it will change the relationship of the two worlds. Well, it doesn't sound like a bad deal. Let's hurry up and decide so we can go rescue Persea. As long as Tetheala is safe, I don't care what you guys do. Okay then, it's settled. We're going to look for a way to change the two worlds. Let's work together. Agreed. Then I hereby order Sheena to continue to accompany you. This time, however, not just as an observer, but as a representative. Make us proud. Oh. Yes, sir. But Taiga, you sure you want to turn the royals and the church against you like that? How about if I ask you? Given a choice between the forces which wish to sacrifice one of the worlds, and the force that wishes to preserve both worlds, which would you side with? I'd like to say the one that's likely to win, but I suppose I'd want to help the side that wants to preserve both worlds. Exactly. Now the first thing we shall do is devote all our resources to locating the Riards. Fortunately, it appears that Sheena attached a guardian to the Riards.
so we should be able to locate them shortly. Understood. Thank you for your help. Ach ja. Is he for real? Was? Lloyd erhält den Titel Idealist. Oh, die Szene war gerade voll schön. What's your name? Regal. Ich nenne ihn nur noch Billy. Nein. Regal, huh? I'm sorry, but we're gonna have to keep you prisoner for a bit longer. Lloyd, how about letting Pops here fight too? Even though he might betray us? He has business with Presea, right? And he's not gonna try anything before he gets a chance to speak with her, you know? Actually, that's not a bad idea. Rain? I don't know about this, but I won't make a fuss. I also started off as your enemy. Stimmt wohl. Well, will you fight alongside us for now? All right. I swear upon my good name and these shackles that bind me, I shall not betray you. If you do anything, even the slightest bit suspicious, I'll burn you to a crisp. Got it? Genius. Well then, welcome to our group, Regal. Der spricht so hochtrabend. Die Musik ist so deprimierend. So, haben wir denn hier noch was drinne? Aha! Ich bin doch noch auf der Suche. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich bringe euch das beste Rezept aus der 4000-jährigen Geschichte Mizuhos bei. Oh, Ramen. Oh. Ramen. Ja. Ramen, man nehme Panjan, schwarzes Satay und Seetang. Leb wohl. So, was machen denn Ramen? Ramen. Mittlere Menge, cool. Okay, wir müssen einkaufen. Hat der oben auch Essen? Was brauchen wir dafür? Ach, das steht da ja mal. So. Hast du auch Essen? Essen? Nein, hast du natürlich nicht. Wasserfeste Stiefel verringern Schäden durch die Elemente des Wassers. Nee. Schade. Die Frage ist, und jetzt? Ach, guck mal an. Hoffentlich finden Sie die Riads. Mizuhos Informationsnetzwerk ist über jeden Zweifel erhaben. Sie werden sie finden. Ja, ich habe unglaubliche Dinge über Mizuhos Informationsnetzwerk gehört. Sie sollen die Lage aller Schätze in Tethya kennen. Darauf kannst du wetten. Wenn wir wirklich etwas finden wollen, dann finden wir es auch. Euch auf unserer Seite zu haben, ist einfach großartig. Ich frage mich, ob sie auch die Maße aller Mädchen in Tethya für mich herausfinden können. Du auserwählter Idiot. Du auserwählter Idiot finde ich gut. Was? Die Verfolger scheinen den Wald verlassen zu haben. Beeilt euch. Okay, dann gehen wir auf direktem Weg zur Altessa. Ich möchte nach Hause, in mein Dorf. Na gut, dann zuerst nach Rosette. Ja, Preseas Eltern machen sich sicher Sorgen um sie. Gehen wir nach Rosette. Dann machen wir das doch. Die Frage ist, wo ist Rosette und wie kommen wir dahin? Wahrscheinlich durch den Wald, fürchte ich. Weil ich sehe keinen Weg, wie wir irgendwie... Ist hier auch Wald? Nein, das ist nur Gestrüpp. Das heißt, wir müssen wieder hier rein. Ich möchte doch überhaupt nicht. Leute, lasst mich doch in Ruhe mit diesem verdammten Wald. Mano. So. Vielleicht müssen wir hier jetzt lang. Ach, guck mal, da können wir direkt raus. Das ist... Oh, bitte lass das so sein. Lass mich mal umgucken. Ich sehe gar nichts. Ich sehe hier rein gar nichts. Da ist ein Stein, aber auf der anderen Seite, der bringt uns mal überhaupt nichts. Da ist der Gauratscha-Wald.
Da ist eine Brücke und da sind Viecher, die mich ganz eklig angucken. Da ist eine Stadt. Da ist ein Dörfchen. Ist das Osette? Ja. Und da hinten ist auch noch was. Oh, die Musik ist ja... Ort der Stille. Osette. Deprimierend. Boy, we have to follow her. Okay. Yeah. Achso, wir dürfen selber verloren. War schön. Aber irgendwie auch deprimierend. Das ist das Dorf Osette. Ich hoffe für euch, dass keine Halbelfen unter euch sind. Idiot. Okay, hier ist das Inn. Hallo. Ach. Ja. Ich dachte gerade, ich könnte ihm einen Keks geben, aber es ist tatsächlich was. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch und die Frauen hinter mir stört das überhaupt nicht. Ich zeige euch, wie man ein zeitraubendes Gericht namens Filetsteak zubereitet. Gelernt, wie man Filetsteak zubereitet. Filetsteak. Man nehme beliebiges Fleisch, Tomate, Zwiebel. Leb wohl. Leb selber wohl. Kriegen wir einen Skit? Ich hätte gern Skit. Nee, natürlich nicht. Schade. Tschüss. Hallo, geliebtes Wesen. Ach, es hat schon lange niemand mehr mit mir geflirtet. Ich dachte, Presea wäre fort, aber sie ist wieder da, nicht wahr? Sie altert nicht und man weiß nie, was sie denkt. Sie ist irgendwie unheimlich. Und sie soll doch sogar älter sein als ich. Was? Warum die Fesseln? Regal, warum behältst du diese Fesseln an? Sie sind das Symbol für meine Verbrechen. Ein Verbrechen, das durch Fesseln symbolisiert wird? Ich weiß, du hast Fesseln gestohlen. Ach Gott, Lloyd. Oh, wohl doch nicht? Dann bist du vermutlich durch die Gegend gerannt und hast andere gefesselt? Entschuldige. Ich denke, ich hätte es so ausdrücken sollen, dass es verständlicher ist. Bei ihm auf jeden Fall. Bei ihm auf jeden Fall. Lloyd, vermutlich was mit den Händen. Guck mal. Guck mal. Wie geht es meiner Schönheit? Oh, du musst mich gar nicht verlegen. Komm, ich hole meine Zähne raus, dann kann ich hier besser ein Küsschen geben. Oh. Wart ihr nicht gerade mit Presea zusammen? Habt ihr etwas mit diesem verfluchten Kind zu schaffen? Glaubt mir, ihr gebt euch besser nicht mit ihr ab. Seit ihr angefangen hat, die riesige Axt ihres Vaters zu schwingen, die eigentlich viel zu schwer für sie sein müsste, ist sie nicht mehr gealtert. Seitdem ist sie immer merkwürdiger geworden. Okay, und der Vater stürzt sich da nicht dran? Die hier sieht aus wie eine Kelsey. So süß. Oh, diese Namen. Diese Namen, die sie sich einfallen lässt, es ist einfach schön. Seid ihr hier, um Rüstung zu kaufen? Nur, damit ihr Bescheid wisst. Ich verkaufe nicht an Halbelfen. Ich brenne dir ein Loch in deinen Schädel, du kleines Drecksbalg. Sorry. Können wir irgendwas hier machen? Das haben wir doch. Hast du ein Deutsch der Hydra zu verkaufen? No. Das ist ja gar nichts. Was soll ich denn hier? Was soll ich denn hier? Hallo, Prinzessin. Na, du bist eine merkwürdige Type. Hey. Wo kommt ihr denn alle her? Ich habe das Dorf noch nie verlassen. Was das passt doch alles nicht. Was für Sätze? Was? Ein Zwerg? Ihr meint den bärtigen Mann? Wenn ihr nach dem bärtigen Mann sucht, der lebt südlich von hier. Geht nach Süden. Okay. Hallo. Hallo, seid ihr auch Reisende? Ich bin ebenfalls herumgereist und habe den ganzen weiten Weg zu diesem Dorf gemacht. Anscheinend ist dieses Dorf der Geburtsort des Patriarchen. Ach was. Ach was. Ist das vielleicht Preseas Vater? Nein. Glaube ich nicht. Oh, setzt wohl.
Osets Handwerk ist berühmt. Allerdings haben wir in letzter Zeit immer weniger Kunden. Südlich von hier lebt der Zwerg Altessa. Ich habe ihn einmal gefragt, ob er mir nicht etwas fertigen würde. Aber er war extrem barsch. Wirklich schade. Na, hoffentlich ist er zu uns netter. Können wir hier auch rein? Ach, da waren wir doch gerade drin, ich Trottel. Dann gehen wir mal hier weiter. Hoch? Thank you. Are these guests as well? Porters. Oh, I see. Presea, we have to make a key crest for you. My job awaits. Goodbye. Was? Only Presea can retrieve the sacred wood used in the ritual at the church. I'm quite pleased that she has finally returned. Was hat der denn für Schuhe an? That man. He's a half-elf. He is? Now that you mention it, didn't we see him in Meltokyo too? He's creepy. I agree, but I gotta say that I feel sorry for him. He has to deal with the fact that there are magnificent specimens of males around like me. Celos. I'd say you two are on the same level. I heard that, you little twerp. At any rate, we should have a talk with Presea. Yeah. Dann machen wir das doch mal. The smell. Sieht aber ziemlich heruntergekommen aus. Look. Oh my... How horrible. What the... This is not cool. How could this happen? Was denn? Most likely the effect of X-Sphere's parasitism. Presea has no idea what's become of the person in that bed. How could that? Presea, are you not coming with us? I must do my job. Let's leave Presea here for now. Here? If we try to move her, she will just fight back. Let's go see Altessa by ourselves, to ask him about repairing the key crest. Yeah. Dieser seltsame Gast von Presea. Er war auch in Moltokio, nicht wahr? Yeah, ich habe ein ungutes Gefühl. Ich konnte den Geruch von Blut an ihm wahrnehmen. Lass uns schnell zu Altessa gehen. Es ist gefährlich, Presea mit dem Mann allein zu lassen. Der ist doch weggegangen. Alter, ist das der Vater von ihr? Ja. Ach, Mädel. Ach, Mädel. Boah, die Musik macht mich voll depressiv. Die macht mich gerade so runter. Wo geht's denn hier lang? Ach, ich glaube, von hier kommen wir. Boah, das ist... Och! Colette, ist alles in Ordnung? Ja, ich bin gestolpert. Ganz schön ungeschickt, was? Hast du dir wehgetan? Nein, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Was? Das hätten die ja nicht eingebracht, wenn es keinen Grund hatte. Warum? Hä? Ach, guck mal, direkt um die Ecke. Ist dann da noch was? Sonst? Nur ein großes, schwarzes Ungetüm. Okay. Noch mehr. Altessas Haus. Dann werden wir doch mal schauen, ob der gute Herr auch zu da ist. Genau, auch da ist.